Moin Moin, hier ist der Zapp. In dieser Episode stelle ich dir die mittelalterliche Wirtschaftssimulation mit Rollenspielelementen namens Crossroads Inn vor. Crossroads Inn wird von Kraken Unleashed aus Polen entwickelt und von Klabata gepublished. Da beides kleine Firmen sind, stufe ich das Spiel eher als Indie-Titel ein. Es ist bereits am 23. Oktober 2019 erschienen. Es kostet derzeit 19,99 € bei Steam. Es gibt noch Zusatzinhalte zu kaufen und es sind bereits 4 DLCs geplant. Dazu existiert auch bereits ein Season Pass, der dann mit weiteren 19,90 € zu erwerben ist. Vorgeschichte zum Review. Dieses Review war etwas schwierig für mich. Als ich das Spiel zuerst getestet habe, stürzte es dauernd ab und wenn es lief, lief es nicht sehr gut. Dann kam ein Update und das sorgte sogar dafür, dass man nicht einmal mehr abspeichern konnte. Ein sehr schwerer Start mit mir und Crossroads Inn. Durch diesen wackeligen Start sind auch viele Reviews auf Steam eher schlecht. Da die ursprüngliche Release-Fassung leider so viele Bugs enthielt, dass es eigentlich fast unspielbar war, gab es auch zu Release kein Review zu Crossroads Inn von mir. Schlechte Spiele stelle ich eigentlich erst gar nicht vor. Mein Crossroads Inn-Test basiert nun auf der Version 2.01 des Spiels. Jetzt ist der Zustand durch die neuen Updates sehr viel besser geworden oder zumindest so gut, dass man es halbwegs vernünftig spielen kann. Darum habe ich mich jetzt auch entschieden, doch noch ein Review zum Spiel zu machen. Das Spiel wurde mir von den Entwicklern kostenlos zur Verfügung gestellt, vielen Dank dafür. Dies wird aber keinen Einfluss auf meine Wertung haben. Spieltyp. Was ist Crossroads Inn? In Crossroads Inn spielen wir den Neffen des Inhabers einer kleinen Schenke. Unser Onkel kommt in die Jahre und will sein Gewerbe abgeben. Also werden wir im Rahmen des Tutorials angelernt, diesen Betrieb zu übernehmen. Wir erweitern unseren Gasthof, bauen neue Räume und kaufen Möbel. Wir stellen Personal an, erledigen den Wareneinkauf und die Auswahl von Essen und Getränken auf unserer Speisekarte. Wir haben volle Kontrolle über alle Preise, können jedes einzelne Möbelstück genau nach unseren Wünschen platzieren und bis ins letzte Detail unsere Kneipe als Wirt verwalten. Bald bauen wir auch Gästezimmer, heuern Baden an und veranstalten Glücksspiele im Nebenzimmer. Das Leben eines mittelalterlichen Wirts umfasst viele verschiedene Aufgaben in diesem Spiel. Darüber hinaus gibt es verschiedene Bevölkerungsgruppen, die unterschiedliche Ansprüche haben. Politische Verwicklungen haben Einfluss auf unsere Geschäfte und auch Beziehungen in die Nachbarorte müssen verbessert werden. Zum einen, um besser und günstiger einkaufen zu können, aber auch, um von dort Kunden zu bekommen, neue Rezepte oder Dekorationen erwerben zu können. Wie sauber unser Haus ist und wie gut und schnell unsere Bedienungen arbeiten, hat große Auswirkungen auf unseren Ruf. Technik. Die Engine scheint eine eigene Entwicklung zu sein. Zumindest konnte ich keinen Hinweis darauf finden, dass eine bekannte Engine verwendet wurde. Zu einem Teil ermöglicht dies wohl einige der besonderen Features des Spiels. Auf der anderen Seite sorgt es aber wohl auch mit für die vielen Fehler, die das Spiel bei Release hatte. Die Grafik ist recht hübsch in den 3D-Ansichten und in den vielen 2D-Ansichten ebenfalls sehr ansehnlich gezeichnet. Besonders schick fand ich, dass die zahlreichen Charaktere der Kampagne 2D-Zeichnungen hatten, die ihrem 3D-Ebenbild genau entsprachen. Hier hat man sehr viel Liebe zum Detail einfließen lassen. Die riesige Menge an Icons, Grafiken und auch 3D-Modellen ist durchweg von hoher Qualität und auch meistens flüssig animiert. Dieser komplette Bereich hat mir sehr gut gefallen. Das Spiel verfügt über einen enormen Schatz an Gesichtern, Frisuren und Kleidungen, sodass man fast nie einen Gast sieht, der wie ein anderer aussieht. Das Spiel hat momentan technisch noch einige Probleme, mehr dazu später beim Abschnitt Zustand des Spiels. Die Vertonung von Crossroads Inn ist für einen Indie-Titel auf einem extrem hohen Niveau. Die momentan ausschließlich englischen Sprachsamples sind sehr angenehm zu hören. Auch die weiteren Geräusche passen immer gut. Ein ganz besonderes Highlight des Spiels ist die musikalische Vertonung. Hier konnte das polnische Entwicklerteam auf die Arbeiten des ebenfalls polnischen Künstlers Marcin Przybylowicz zurückgreifen. Dieser hat unter anderem auch die Musik für The Witcher 3 gemacht. Und dies trägt enorm zur mittelalterlichen Stimmung im Spiel bei. Gameplay. In Crossroads Inn verwalten wir die Herberge, Kneipe, Mitarbeiter, Baumaßnahmen, aber auch Reaktionen auf NPCs, Geschichten und Ereignisse. Auch wenn das erst recht einfach anfängt, erwächst sich dies im Laufe der Zeit zu einem enorm komplexen Mix aus Wirtschaftssimulation, Rollenspiel und Strategiespiel. In der Kampagne haben wir fortlaufend Quests, die uns durch eine umfangreiche Geschichte aus Verschwörungen zwischen zahlreichen Fraktionen führt. Wir lernen eine ganze Menge an verschiedenen Charakteren kennen und müssen uns an vielen Stellen durch Gespräche auch für oder gegen einzelne Teilnehmer entscheiden. Diese Gespräche erfordern übrigens besondere Fähigkeiten unseres Charakters, die wir durch vermehrtes Anwenden auch noch verbessern können.
Hier ist genaues Lesen der Texte und der Tooltips nötig. Sehr oft gibt es in den Gesprächen 3, 4 oder sogar 5 Antwortmöglichkeiten. Dabei gibt es meistens neutrale, gute, schlechte oder solche, wo der Ausgang mehr oder weniger ausgewürfelt wird, abhängig von unseren jeweiligen Gesprächsskills. Die Kampagne von Crossroads Inn ist auf jeden Fall nichts für Lesefaule, denn einfach weiterklicken kann einen schnell in zahlreiche Probleme führen. Im Sandbox-Modus wird dies aber weniger dramatisch sein. Diese Gespräche scheinen mir auf den ersten Blick auch erheblichen Einfluss auf den Ablauf der Geschichte zu haben. Um die Auswirkungen von Entscheidungen genau auszuprobieren, hatte ich aber im Rahmen meines Tests noch nicht die Möglichkeit. Denn dazu wäre mehrmaliges Durchspielen der Kampagne nötig und diese ist sehr umfangreich, dazu fehlte dann die Zeit. Die Wirtschaftssimulation. Als Wirt haben wir Unmengen an Vorgängen und kleinen Nebenfaktoren zu beachten. Erstmal haben wir zahlreiche verschiedene Arten von Mitarbeitern, die wir anwerben können und müssen. Unsere gesamte Belegschaft hat Stimmungen, Level, Vor- und Nachteile. Sie lernen mit der Zeit dazu, können später auch ausgebildet werden. Unsere Gäste stammen aus 5 Bevölkerungsgruppen, die wir nach und nach erst freischalten müssen. Diese Gruppen im Spiel haben bestimmte Vorlieben und Ansprüche an die Ausstattung unserer Wirtschaft. Jeder einzelne Gast hat Wünsche, Vorlieben und Abneigungen. Und das Spiel schickt uns dann auch verschiedenste Problemkunden vorbei, wie Diebe, plündernde und raufende Soldaten oder andere Herausforderungen. Es gibt Regionen, bei denen wir erst Ruf erwerben müssen. Dies ermöglicht dann mehr Kunden von dort zu bekommen, andere Waren zur Verfügung zu haben. Oft sind dort auch regionale Rezepte für unsere Speisekarte oder Möbel und Dekorationen zu lernen. Wir müssen die insgesamt 77 Rohstoffe ständig nachkaufen. Hierbei ist ein komplexer Markt vorhanden, wo zig verschiedene Waren überall andere Preise haben, die sich außerdem stetig ändern. So müssen wir für jede Ware die Orte finden, wo wir sie am besten einkaufen, dabei aber auch die Transportkosten im Auge behalten. Wir können die Herberge nicht nur mit einer Schankstube ausrüsten, sondern auch Gästezimmer einrichten. Wir brauchen eine Küche, später auch ein Spielzimmer, Personalräume, private Zimmer für besondere Gäste. Und auch draußen auf dem Hof gibt es allerlei Dinge zu errichten. Nach einiger Zeit können wir dann auch noch Felder anlegen und einige der Zutaten für unsere Gerichte selbst anbauen lassen. Später müssen wir für bestimmte Charaktere eigene Zimmer einrichten, damit diese bei uns für bestimmte Questaufgaben einziehen können. Und natürlich haben sie meistens auch besondere Ansprüche. Da das alles an Komplexität noch nicht reicht, gibt es auch noch 3 verschiedene Sorten Gerüchte. Gerüchte werden durch Schriftrollen in 3 Farben dargestellt. Diese kann man als Extrawährungen betrachten, die wir sozusagen nebenbei von unseren Kunden erhalten. Manchmal gibt es diese auch als Belohnung für besonders geschickt gewählte Gespräche. Mit Gerüchten kann man dann feilschen, Gegenstände erwerben, neue Handelsrechte bekommen und noch mehr. Rollenspiel. Crossroads Inn bietet zahlreiche Rollenspielelemente. Dies beginnt mit den Gesprächsfähigkeiten, die unser Kneipenwirt erlangen kann. Weiter geht es über die Level unserer Mitarbeiter und deren Vorlieben und Nachteilen und weiter zu Helden, die wir anheuern, um Questaufgaben zu erfüllen. Wir erhalten Skillpunkte mit unserer Herberge, die wir in einen Skillbaum für Freischaltungen investieren können. Dies geht von erweiterten Möglichkeiten wie Landwirtschaft, bestimmte Bevölkerungsgruppen als Gäste, Verbesserungen von Arbeitstempo bis hin zur Möglichkeit, bestimmte Möbel nutzen zu können. Darüber hinaus bietet das Spiel eine recht spannende Fantasy-Geschichte in der Kampagne, die uns viele Entscheidungen abverlangt. Hier erwarten uns auch einige Überraschungen und Wendungen. Die Geschichte wird in komplexeren Gesprächen in Textform erzählt, oft wird die Story aber auch durch zahlreiche Ereignisse in unserer Herberge direkt vorangetrieben. Hierbei müssen wir uns mit verschiedenen Fraktionen gutstellen, Ruf erarbeiten, Ansehen bei bestimmten NPCs erlangen, Abenteuermissionen erfüllen und vielfältige weitere Aufgaben erledigen. Zustand des Spiels. Crossroads Inn hat wirklich viele Features, eine extreme Komplexität, verwendet eine eigene Engine und es wird von einem kleinen Team entwickelt. Wie sich diese Mischung dann zusammen entwickelt, ist absehbar. Zu Release war der Zustand sehr schlecht, was wohl nicht anders zu erwarten war. Es ist jetzt 2 Wochen nach Release aber bereits besser und stabiler geworden. Das Team arbeitet fleißig, aber von einem fehlerfreien, perfekten Spiel ist es noch eine ganze Strecke entfernt. NPCs verlaufen sich gern mal, rennen gegen Wände oder stecken in Objekten fest, ehe sie dann doch irgendwann mal ihren Weg finden. Lampen werden manchmal von hinten durch die Wand nachgefüllt oder gar nicht. Träger laufen Umwege, Dinge verschwinden, etc. etc. Manche Menüs funktionieren nicht, wie man es erwarten würde. Manche Einstellungen, die man treffen kann, haben entweder keine oder nicht die gewünschte Wirkung. Bei mir hat im Spiel technisch nichts geruckelt oder geflackert, außer man geht mit Alt-Tab aus dem Spiel. Dann schaltet das Programm mehrmals die Bildschirmauflösung umher, auch wenn die Spielauflösung und die eigentliche Monitorauflösung exakt gleich sind.
2-, 3-mal ist mir das Spiel dabei auch komplett abgestürzt und einmal hat es meinen ganzen Rechner mit in den Abgrund gerissen. Lauter Kleinigkeiten, die den Spielspaß trüben können, wenn man nicht ein bisschen Nachsicht gegenüber Fehlern mitbringt. Bei einigen Spielermeldungen im Discord der Entwickler ist von Abstürzen, Grafikfehlern, kaputten Save-Games und anderen Problemen zu lesen, die jetzt bei mir noch nicht aufgetreten sind, aber wohl vorkommen können. Ein weiterer Knackpunkt ist die deutsche Übersetzung, die momentan erst zu ca. 70-80% abgeschlossen ist. Immer wieder findet man englische Texte in Tooltips, Items und Dialogen und teilweise wird es auch mal polnisch. Oft sind Texte viel zu lang für ihre Textboxen. Das ist auch schon etwas besser geworden, man arbeitet wohl daran, aber bis zum Fertig ist es noch ein Stück Weg. Wer da empfindlich ist, sollte diesem Spiel noch etwas Reifungszeit erlauben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Entwickler diese kleinen Probleme noch in den Griff bekommen können. Wenn man sich anschaut, was das Spiel bereits alles gut funktionierend simulieren kann, denke ich, ist der Rest nur Fleißarbeit. Dem Spiel hätte eine längere Beta-Phase oder ein Early-Access-Start sicher nicht geschadet. So ist manches noch ein wenig holperig und im schlimmsten Fall muss man eventuell das Spiel nochmal von vorne beginnen, wenn etwas ganz Gravierendes passieren sollte. Das ist mir aber nach dem Patch zur Version 2.01 nicht mehr passiert. Meinung und Fazit. Ein Traum von einem Spiel mit einer enormen Feature-Vielfalt. Es strotzt nur so vor Ideen, Umfang und Möglichkeiten. Aber diese Komplexität fordert ihren Tribut. Das Spiel ist derzeit gut spielbar, aber manches ist noch sehr holperig. Und bei einigen Spielern passieren wohl auch dramatischere Dinge. Dies kann den Spielspaß zurzeit noch schmälern oder verhindern, je nachdem, wie man damit umgehen kann. Aber das Team ist fleißig dabei, diese Macken auszubessern. Sieht man von diesen Problemen ab, bietet Crossroads Inn eine enorm unterhaltsame Mischung aus umfangreicher Wirtschaftssimulation und Rollenspiel mit komplexer Story. Auch das Mittelalter-Setting ist sehr gut umgesetzt. Es sind noch mehrere DLCs geplant, die das Spiel noch um zahlreiche Features erweitern sollen. Es gibt bereits ein Menü Szenarien, wo bisher aber noch keine vorhanden sind. Im Spielordner liegt eine Datei namens Editor-Exe, die zwar leider in der mir vorliegenden Version nicht startet, aber Mods und usergemachten Content erwarten lässt. Es scheint noch viele Pläne für das Spiel zu geben. So manche Ideen sind schon vorbereitet, aber noch nicht eingebaut. Und manches wird man dann wohl nachkaufen können oder mit dem Season Pass bekommen. Grob gesagt, Crossroads Inn ist heiß und kalt, Feuer und Eis. Es ist eine sehr komplexe Simulation und von daher nicht wirklich geeignet für mal eben eine Runde am Feierabend im Halbschlaf spielen. Es hat einiges an Problemen derzeit und manches funktioniert noch nicht 100%. Aber wenn man die Zeit für diese Art Game hat und sich reinfuchst in die komplexen Abläufe, ist es ein wirklich innovatives und sehr tiefes Erlebnis. Und es kann einen Fan von Wirtschaftssimulationen wirklich eine Menge Spaß bereiten. Es hat Tiefe und total viele innovative Ideen, die aber halt noch nicht perfekt umgesetzt sind. Wertung. Für 19,90 € bekommt man mit Crossroads Inn ein sehr komplexes Spiel. Wenn man mittelalterliche Geschichten, Rollenspiel und auch Wirtschaftssimulationen mag, kann das Spiel ein Traum sein. Und es bietet für das Geld zahlreiche Stunden Spielspaß. Nach 20 Stunden Spielzeit habe ich erst den Anfang der umfangreichen und auch sehr interessanten Kampagne gesehen. Für die gebotene Ideenvielfalt und das reiche Spektrum an Features bekommt das Spiel von mir eine 85% Grundwertung. Für die bisher nur unfertige Übersetzung ins Deutsche gibt es 5% Abzug. Und die leider noch nicht ganz beseitigten Fehler im Spiel ziehen die Wertung weitere 5% nach unten. Für die phänomenale Vertonung gibt es aber 3% Bonus wieder obendrauf. Das ergibt am Ende 85 minus 5 minus 5 plus 3, also 78%. Und wenn die Entwickler in den nächsten Wochen weiterhin fleißig an den Fehlern und der Übersetzung arbeiten, hat das Spiel Potenzial, bis auf 88% aufzusteigen. Das wird aber erst die Zukunft zeigen, ob dies erreicht werden kann. Wie gefällt dir Crossroads Inn bisher? Schreib mir bitte deine Meinung in die Kommentare, entweder unter dem Video oder dem Blogbeitrag zum Spiel auf meiner Webseite zapzock.de oder auch auf meinem Discord-Server. Links dazu gibt es auch in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gar nicht gefallen hat, dann weißt du, was du tun kannst. Ansonsten freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo, falls du das nicht schon getan hast. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.